Man kann viel erklären, man kann viel argumentieren, man kann Beweise anführen, man kann Wissenschaft anführen, man kann Statistiken anführen, aber nichts transportiert so viel wie eine Geschichte. Also es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat, das heißt, Art has no survival value, but makes survival valuable. Kunst ist nicht überlebenswichtig, aber macht das Überleben wichtig, also wertvoll. Kunst gibt uns in unserem Leben eine wertvolle Ergänzung und ermöglicht es uns, vieles, was abstrakt ist, vieles, was wir fühlen, zusammenzufassen, sodass wir Gemeinsamkeiten herausfinden können. Denn Kunst schafft einen Raum, wo wir gemeinsam Sprache finden für Gefühle, Sprache finden für Realitäten, Perspektiven, Erinnerungen, Geschichten. Und sie gibt uns die Möglichkeit zu sprechen, zu kommunizieren, zu erzählen. Wir als Menschen haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten, haben alle unterschiedliche Sichtweisen auf diese Welt. Nur wenn wir anfangen, sie aufzuschreiben, sie einzufangen in Bildern, sie irgendwie zur Sprache bringen, irgendwie visualisieren, irgendwie manifestieren, materialisieren, erst dann werden sie zugänglich für andere Menschen. Und so erst können wir die Vielfalt in unserer Gesellschaft festhalten. Wir können sie erst dann zu einem Wir formen. Und vor allem können wir so einander kennenlernen. Wir können aber auch so Menschen als Menschen wahrnehmen. Weil wir dann anfangen, den anderen nicht über ein Stereotyp wahrzunehmen, sondern über die Geschichten, die diese Person erzählt. Ich habe mal eine Morddrohung erhalten von einem Typen, der mir auf 1,5 Seiten erklärte, weshalb er deutscher ist als ich. Die letzte Hälfte hat er dann genutzt, um zu erklären, wen ich gerne töten wollen würde. Monate später hat er mir dann nochmal geschrieben. Und das war in einer Zeit, da hatte ich gerade einen Text geschrieben darüber, dass ich bald heiraten würde und habe dann von dieser türkischen Tradition erzählt, wo dann die Frau einen Kaffee serviert und alle Kaffee bekommen mit Zucker, außer der zukünftige Bräutigam, der bekommt Salz und muss dann ohne eine Miene zu verziehen diesen Kaffee trinken. Das war einer der wenigen Texte, wo ich einfach nur eine Geschichte erzählt habe. Dieses Mal eine türkische Tradition und sozusagen eine Liebesgeschichte. Und der gleiche Typ hat mir nochmal geschrieben und hat sich entschuldigt und hat gesagt, als ich deine Geschichte gelesen habe, habe ich gemerkt, du bist auch nur ein Mensch. Und das hätte er natürlich vorher wissen können. Er hatte viele Möglichkeiten gehabt, genau diese Einsicht zu bekommen. Aber es war erst die Geschichte, die ihm ermöglicht hat, in mir einen Menschen zu sehen.